ein Übungsprogramm für den ganzen Körper, womit du gleichzeitig Kraft und Beweglichkeit verbessern kannst. Ist das, was du suchst? Dann bist du heute genau richtig. Auch wenn du kaum Zeit zum Trainieren hast, mit diesem Übungsprogramm, das sind 5 Übungen, kannst du gleichzeitig deine Beweglichkeit verbessern, deine Muskelkraft aufbauen, deine Schmerzen lindern und Verspannungen lösen. Also alles in eins und in nur 5 Übungen. Und zum Schluss zeige ich dir, wie du diese Übungen in deine Routine integrieren kannst, damit du die tatsächlich auch machst. Und ich gebe dir noch 3 ganz wichtige Tipps, wie du tatsächlich Muskel aufbauen kannst. Und ich garantiere dir, die letzte hast du noch nicht davon gehört. Ja klar, kannst du jede Muskelgruppe isoliert auch trainieren, wie man das im Fitnessstudio mit den Geräten macht. Diese Übungen sind extrem effektiv, jedoch kosten die dir viel Zeit, weil du jede Muskelgruppe extra trainieren musst. Und wenn du noch an Beweglichkeit gewinnen willst, dann musst du die auch auf die kompletten Bewegungsausmaß durchführen. Oder als Alternative zu dem Trainingsgerät im Fitnessstudio kannst du einfach deine eigenen Körpergewicht nutzen. Das hat der Vorteil, dass du mit dieser Art von Übungen über mehrere Gelenke gleichzeitig arbeitest. Das heißt, es ist effektiv und zeitsparend. Und je nachdem, welche Bewegung du machst, gewinnst du auch an der Flexibilität, an die Beweglichkeit. Und wie diesen Training aussehen könnte, zeige ich dir jetzt mit einer ganz einfachen Übungsroutine, die du zu Hause machen kannst. Frühmorgens, gleich nach dem Aufstehen. Es nimmt dir keine Zeit, aber es ist herausfordernd genug, um tatsächlich Muskelmasse aufzubauen. Also, lass uns loslegen. Und jetzt für die erste Übung geht es darum, dass du deinen Brustkorb dehnst, dass du die Beweglichkeit der Schulter verbesserst. Vor allem, wenn du hier so verspannte Schulter hast nach vorne und in dieser Haltung bist, ist das genau die richtige Übung. Und gleichzeitig wirst du auch deine hinteren Oberschenkel, Gesäß- und Rückenmuskulatur trainieren. Dafür, frühmorgens im Bett, bevor du aufgestanden bist, bringst du deine Hände nach hinten, deine Fingerspitzen zeigen nach außen weg, so weit wie du kannst, und die Schulterblätter als erstes, die bringst du jetzt nach hinten. Richtig schön die Schulterblätter zusammenbringen. Als nächstes streckst du ein bisschen deine Knie, drückst nun die Ferse ganz weit nach unten in die Matratze rein und jetzt versuchst du dein Becken vom Bett hochzuheben. Bring die Knie weit nach vorne und streck die Hüfte. Richtig schön weit nach oben. Deine Schulterblätter, die lässt du jetzt nicht nach vorne fallen, sondern ganz bewusst nach hinten zusammen anspannen. Und dann langsam wieder runterkommen. Unten angekommen, nicht komplett loslassen, sondern die Hände nach unten gegen die Matratze, Ferse richtig tief reindrücken, Gesäß oben richtig schön zusammen anspannen, oben 1-2 Sekunden bleiben und dann wieder runterlassen. Am besten machst du es jetzt nicht so wie ich, sondern lässt deinen Nacken in eine Linie mit der gesamten Wirbelsäule. Guckst nach oben hin, Schulterblätter zusammen nach unten weg und dann langsam wieder runter. Mit dieser Übung verbesserst du die Beweglichkeit von der Schulter, arbeitest du in deiner Haltung, damit du in eine aufrechte Haltung kommst, hast gleichzeitig auch die Stärkung von Gesäß, Rücken und Oberschenkel. Am besten arbeitest du jetzt mit diesen Übungen in Zeitintervallen. Das heißt, du stellst dir dein Handy 45 Sekunden und du wiederholst diese Übung so weit, bis die 45 Sekunden durch sind. Mach sie langsam, vor allem wenn du oben angekommen bist, halte da kurz die Spannung und komm langsam wieder runter, kontrolliere die Bewegung und führe sie dann für 45 Sekunden durch. Wenn die 44 Sekunden durch sind, dann machst du eine kurze Pause von 15 Sekunden. Und dann wiederholst du diese Übung noch einmal. Dann hast du schon 2 Minuten trainiert, deine Haltung verbessert und deine Rücken- und Gesäßmuskulatur gestärkt. Als nächstes stehen wir dann auf.
Diese Übung wird jetzt unterschiedlich schwer sein, je nachdem, wie hoch dein Bett ist. Wenn dein Bett ein bisschen höher ist, ist die Übung leichter. Wenn es jetzt deutlich tiefer ist, wird die Übung auch schwerer. Bei dieser Übung haben wir jetzt halt gleichzeitig eine Dehnung von der Oberschenkel-hinteren Muskulatur, von der Wade, aber auch von der Schulter. Heutzutage ist es viel zu selten, dass man die Schulter komplett nach oben bewegt. Weil das, was man im Alltag so macht, ist ja alles vor uns. So, was du für diese Übung brauchst. Du stellst sie jetzt halt hüftbreit auseinander hin. Deine Knie sind durchgestreckt. Und jetzt platzierst du deine Hände auf deine Bettkante, so dass du den Rumpf nach vorne bewegst. Wichtig ist, wenn du hier angekommen bist, dass du jetzt halt nicht so weit nach vorne bist mit den Beinen. Das heißt, deine Hüfte, deine Füße, die müssen komplett auf dem Boden sein, so dass du auch noch gut auf deine Ferse stehen kannst und auch nicht so weit nach hinten, weil dann verlierst du die Dehnung-Effekt. Also, in einer geraden Ebene, so dass deine Knie durchgestreckt sind. Wenn du diese Position gefunden hast, dann gehst du noch ein bisschen nach vorne mit deinen Händen und nun bringst du deinen Kopf zwischen deine Schultern. Je weiter du den Rumpf nach vorne bringst, desto mehr wirst du auch spüren, eine Dehnung an der Lendenwirbelsäule, eine Dehnung der Oberschenkel hinten und auch an der Wade. Wichtig ist, dass die Ferse nicht hochhebt. In dieser Position streckt sich schon alles, schon gleich früh morgens. Und jetzt geht es an die Kräftigung. Das heißt, du kommst jetzt mit deinem Becken an die Bettkante ran und streckst jetzt halt die Lendenwirbelsäule. Streckst die Schulter, die kommen zusammen nach hinten. Den Brustkorb, den bringst du nach vorne weg und deine Beine, die sind jetzt gestreckt. Lege wirklich dein Gewicht komplett jetzt halt an die Bettkante auch ab, damit du dich hier abstützen kannst, deine Schulterblätter gut zusammen nach hinten bringen kannst. Wenn du da angekommen bist, dann schiebst du den halt mit den Armen, weil es eine Kräftigungsübung für deine Armmuskulatur. Da schiebst du dich jetzt wieder zurück. So weit, bis die Ferse wieder auf dem Boden sind. Und den Kopf bzw. den Rumpf kommen jetzt halt zwischen deine Schulter durch. Schau nach unten, bleib kurz in dieser Position für ungefähr 5 Sekunden. Lass es zu, dass du die Dehnung auch spürst. An der Lende, in dem Lendenbereich und auch an den Beinen hinten, aber auch an dem Brustkorbbereich. Schön in die Dehnung bleiben und dann nach vorne. Schulterblätter nach hinten zusammenziehen. Das aktiviert auch der Latissimus. Dieser Muskel ist wichtig für deine Rückenmuskulatur, damit du eine Core-Stabilität hast. Du wirst auch da die Spannung auch spüren. Kurz hier bleiben und dann nochmal nach hinten. Und du wirst merken, bei jeder neuen Wiederholung, kommst du weiter nach unten, deine Ferse bleiben leichter auf dem Boden und gleichzeitig kommst du auch weiter nach vorne weg. Und auch bei dieser Übung solltest du eher mit Zeit arbeiten. 55 Sekunden, unabhängig wie viele Wiederholungen du in dieser Zeit reinbekommst. Es geht darum, dass du kontinuierlich die Bewegung in eine Richtung und kontinuierlich in die andere Richtung machst. Und dann lässt du die 15 Sekunden Pause, bis du dann die Übung wieder von vorne beginnst. Also hier hast du auch mit 2 Runden 2 Minuten trainiert. Deine Schulterblätter weiter nach hinten bekommen, der Brustkorb ist geöffnet und gleichzeitig auch stärkere Arme. Die nächste Übung, die definitiv nicht fehlen darf, wenn du Muskelaufbau betreiben willst, Rückenschmerzen lindern willst und starke Beine bekommen willst, ist das Kreuzheben. Ob zu Hause oder im Fitness, Kreuzheben muss sein. Das hat auch den Vorteil, dass du auch genau die Bewegung trainierst, was du häufig im Alltag machst. Also Sachen heben von A nach B. Diese Übung kannst du auch ohne eine Stange machen. Die Stange sorgt nur dafür, dass du die Ausführung auch richtig machst.
Es hilft dir nur als Orientierung. Du solltest dich hinstellen und jetzt greifst du die Stange ein bisschen mehr als nur schulterbreit auseinander, sondern ein bisschen breiter. Und jetzt ist es so, die Knie sollten leicht gebeugt sein, auch nur ein bisschen. Die Hüfte, die werden jetzt halt auch ein bisschen mehr als nur hüftbreit. Das stellst du ein bisschen breitbeinig an. Wenn du jetzt halt die Hüfte breit auseinander hast, drehst du jetzt nun die Beine einen kleinen Tick nach außen. Durch dieses Außendrehung hast du erstmal eine Öffnung der Hüfte und veränderst dann halt auch die Kraft, die deine Gesäßmuskulatur machen soll. So, wenn du jetzt halt in dieser Position jetzt bist, solltest du, wenn du jetzt halt nach unten schaust, solltest du jetzt noch deine Zehe sehen können. Das heißt, du bringst die Stange nur so lang, bis du deine Zehe jetzt halt noch sehen kannst. Und jetzt ist das Ziel, dass du diese Stange in eine Linie nach unten bringst. Wobei die Bewegung jetzt geteilt wird. Auf eine Seite wirst du jetzt halt zuerst das Gesäßmuskel trainieren, indem du die Stange nach unten bringst, Richtung Knie, aber deine Wirbelsäule bleibt jetzt komplett gerade, die Schulterblätter ziehst du zusammen nach hinten. Das sorgt auch schon für eine aufrechte Haltung und gleichzeitig für eine Aktivierung der Rückenmuskulatur. Wenn du jetzt halt hier bist, in dieser Position, schiebst du jetzt das Gesäß nach hinten. So weit nach hinten, die Wirbelsäule bleibt aber ganz gerade. Bis du die Stange weiter nach hinten und bringst immer weiter nach hinten das Gesäß, bis du die Stange ungefähr auf Kniehöhe gebracht hast. Wenn du jetzt auf Kniehöhe bist, jetzt beugst du die Knie und bringst die Stange weiter nach unten in eine Linie. Unten angekommen, Gesäß bleibt weiter nach hinten, die Ferse drückst du jetzt ganz bewusst nach unten gegen den Boden und jetzt Knie strecken und dann Hüfte strecken. Im Grunde genommen kann jeder Kreuzhebe in 2 Bewegungen geteilt werden. Das erste, Wirbelsäule bleibt gerade, Schulterblätter werden zusammen nach hinten gezogen. Du bringst das Gesäß nach hinten und die Knie bleiben gestreckt, so weit wie du kannst. Der zweite Anteil von der Übung, die Knie werden gebeugt und du gehst so weit wie du kannst nach unten. Knie strecken und auch die Hüfte strecken. Wenn du Schwierigkeiten hast mit der Kniebeuge, dass du jetzt halt nicht so tief runterkommst, ist es überhaupt kein Problem. Es geht darum, dass du Muskeln aufbaust und auch die Beweglichkeit verbesserst. Und dafür kannst du am Anfang auch erstmal einfach in deine Bewegungsausmaß trainieren. Das heißt, du kannst genauso effektiv die Übung machen, Schulterblätter zusammen, Rücken bleibt gerade und dann das Gesäß nach hinten und deutlich weniger die Knie beugen. Und von dieser Position dann halt wieder strecken, bis die Hüfte auch komplett durchgestreckt ist. Weil genau diesen Bereich wollen wir trainieren, Rücken und Hüfte. Je stärker du wirst, je häufiger du trainierst, desto mehr schaffst du das dann halt auch, dass du die zweite Anteil von der Übung, das heißt in die Kniebeuge gehst und von der Kniebeuge wieder hochkommst. Es liegt nur an dir. Wichtig ist, lass die Übung nicht weg, nur weil du jetzt nicht ganz so gut weit beugen kannst. Wenn dir dieses Video gefällt und du weitere solche Videos bekommen willst, wie du mit einfachen Übungen zu Hause Kraft gewinnst und beweglicher wirst, dann abonniere meinen Kanal. Hier bekommst du jede Woche neue Anregungen, wie du mit einfachen Übungen Schmerzen lindern kannst und deinen Alltag frei und stark bewältigen kannst. So, wenn du straffe Arme haben willst, und das glaube ich, wollen fast alle meiner Patienten, dann solltest du diese Übung probieren. Ganz einfach, du setzt dich an deine Bettkante hin und platzierst deine Hände an die Bettkante, so nah wie möglich. Die Ellenbogen sollen auch so nah wie möglich am Bauch jetzt bleiben. Deine Finger zeigen nach vorne. Deine Knie sind jetzt gebeugt. Und in dieser Position solltest du versuchen, erstmal dein Gewicht
von dem Bett wegzuheben, dass das Gesäß jetzt halt frei ist. Und in diese Position beugst du jetzt die Ellenbogen nach hinten. Dass du ungefähr in eine 90-Grad-Stellung kommst. Wenn du da jetzt angekommen bist, streckst du die Ellenbogen wieder und zum Schluss bring auch noch die Schulterblätter von Ohr weg. Und dann beginnt wieder von vorne. Ellenbogen nach unten beugen lassen, dein Gewicht nach unten, Rücken so nah wie möglich am Bettkante und dann wieder strecken. Oben angekommen, auch noch die Schulterblätter zusammen und nach Schulter von dem Ohr weg. Und ebenfalls hier solltest du nach Zeit arbeiten. Mach die Übung langsam und kontrollierte, aber dafür 45 Sekunden. Achte auf dein Tempo, lieber sauber und langsam arbeiten, als die Bewegung nur so hin und her zu machen, ohne dabei die Muskulatur richtig zu aktivieren. Wenn diese Übung für dich zu leicht ist, kannst du das gleiche auch machen mit gestreckten Knien. Dadurch wird sie auch deutlich schwerer. Geh in die Beugung, 90 Grad und streckst dann wieder nach oben. Vergesse nicht, dass die Schultern nicht nach vorne kommen sollen, sondern nach hinten und weg vom Ohr. Und die letzte Übung. Damit du eine aufrechte Haltung bekommst, starke Beine bekommst, aber auch bewegliche bzw. dehnbare hinteren Oberschenkelmuskulatur, die zeige ich dir jetzt. Du setzt sie jetzt auf deine Bettkante hin. Die Hüfte, die sollen ein bisschen mehr, oder beziehungsweise die Beine, sollen ein bisschen mehr als hüftbreit auseinander sein. Und dann platzierst du jetzt halt deine Hände auf deine Füßen. Wenn du jetzt halt nicht nach unten Richtung Fuß bekommst, kannst du es auch perfekt genauso den Unterschenkel nur greifen. Wichtig ist nur, dass du jetzt halt hier so weit wie möglich nach unten bekommst. Aber achte darauf, die Übung kommt jetzt erst. Das heißt, wenn es dir zu schwer ist, beginne erstmal mit der leichtesten Variante. Also, du umgreifst deine Unterschenkel, sitzt an die Bettkante. Jetzt versuchst du aufzustehen. Das heißt, Gesäß nach oben, bleib aber unten an dein Bett, an deine Beine fest und am besten ziehst du dich noch weiter ran. Achte darauf, dass deine Knie durchgestreckt sind. Damit kriegst du hier jetzt halt eine gute Beweglichkeit von den Oberschenkeln hinten und gleichzeitig zieh dich auch so weit wie möglich ran, damit du auch deinen Rücken dehnst. Und danach einfach wieder hinsetzen. Versuche hinzusetzen und nicht hinzuplumpsen. Kontrolliere die Bewegung durch deine Oberschenkelmuskulatur. Also nochmal von vorne, Hüfte ein bisschen mehr als hüftbreit auseinander. Umgreif deine Ferse bzw. deine Unterschenkel. Die Ellenbogen, die drücken noch deine Beine weiter raus. Brustkorb kommt nach vorne weg, damit du in diese aufrechte Haltung reinbekommst und dein Brustkorb dehnst. In diese Position jetzt nur aufstehen, Gesäß nach oben, Knie sind durchgestreckt und am besten ziehst du die noch weiter runter. Dein Rücken wird es dir danken. Und wie gesagt, es geht nicht darum, dass du jetzt so weit kommst. Wenn du nur hier kommst und dich hier weiter nach vorne ziehst, ist es auch okay. Wenn du die Knie nicht komplett durchgestreckt bekommst und in die leicht gebeugt bleibst und du trotzdem dich mit dem Rumpf hier nach vorne ziehst, damit die Lendenwirbelsäule richtig schön rund wird, ist es auch okay. Mach das in deine Bewegungsausmaß, was für dich bequem ist, wo du keine Schmerzen hast. Wichtig ist, dass du dich selber herausforderst, jedes Mal auch einen Tick weiter zu gehen. Nur dann, wenn die Muskulatur über den Punkt drüber hinauskommt, wird sie dann halt auch an diese neue Belastung anpassen. Nur dann wird sie beweglicher, nur dann gewinnst du an Kraft. Und auch bei der letzten Übung solltest du in Zeit arbeiten. Das heißt, 45 Sekunden lang kommst du hoch, ziehst dich runter, setzt dich langsam wieder hin. Und dann beginnst du wieder von vorne. Hoch, Knie gestreckt, Rumpf nach unten, richtig ranziehen. Wenn du jetzt an den Fuß rankommst, noch besser, wenn nicht, bleibt es auch hier oben. Und dann langsam wieder hinsetzen. Und nach 45 Sekunden machst du dann eine kurze Pause.
von 15 Sekunden und beginnst die ganze Serie wieder von vorne. Dieses Übungsprogramm wird dich nicht mehr als 15 Minuten Zeit nehmen. Es ist effektiv und zeitsparend, weil du gleichzeitig mehrere Muskelgruppen bzw. mehrere Gelenke gleichzeitig bewegst. Und deswegen solltest du es jeden Morgen auch machen. Jetzt aber 3 ganz wichtige Tipps, wenn du mehr Muskelmasse, wenn du Muskelaufbau haben willst, dann musst du auch auf diesen 3 Komponenten achten, die nicht unbedingt mit Training zu tun haben. Das erste ist, bleib aktiv. Nur Muskelaufbau ist gut, sicher, aber auch im Alltag solltest du dich einfach mehr bewegen. Je mehr Input deine Muskulatur bekommt, sei es die Treppe hochzugehen oder ein paar Schritte mehr zu laufen, desto mehr wird sie auch angeregt, sich anzupassen. Je aktiver du bist, desto mehr Muskelmasse. Das zweite, esse mehr Protein. Eiweiß ist extrem wichtig, wenn du wirklich Muskel aufbauen willst. Am besten ist es, dass du in jeder Mahlzeit kleine Portionen von Eiweiß zu dir nimmst. Wenn es dir schwerfällt, das über Lebensmittel zu nehmen, beziehungsweise nicht so viel über die normale Ernährung, dann nimm einfach mal ein paar Pulver oder ein paar Ernährungsergänzungsmittel. Die helfen dir auch genug Eiweißen zu dir zu nehmen. Eine gesunde Ernährung mit hohem Anteil an Eiweiß ist extrem wichtig für Muskelaufbau. Und das letzte, wo ich glaube, wo kaum jemand darüber spricht, wenn du Muskelaufbau haben willst, brauchst du auch genug Erholung. Du brauchst Schlafzeit. Nur in dieser Schlafzeit kann die Muskulatur sich regenerieren und auch sich anpassen. Mehrere Studien haben schon gezeigt, dass Schlafdefizit dafür sorgt, dass man sich häufig verletzt, von allen auch Muskelverletzungen, und dass Schlafmangel auf die Dauer dafür sorgt, dass das Muskel an Kraft abnimmt und auch Beweglichkeit abnimmt. Du solltest mindestens 7,5 Stunden schlafen, jede Nacht. Dafür, wirklich, von einem guten Schlaf wirst du auch mehr Muskelmasse bekommen. Danke fürs Zuschauen und wir sehen uns wieder beim nächsten Video. Tschüss!